Deine kleine Privatfehde mit dieser Restaurantbesitzerin, die hat ein Ende. Glaubst du, ich mache das aus reinem Vergnügen? Charlie ist schuld, dass die 2 Millionen Dollar fehlen. Ganz egal, was zwischen uns sein könnte, wenn du nicht Johannes Sohn wärst. Ich habe mich für ihn entschieden. Okay. Sag mal, wie siehst du denn aus? Gefällt dir, hm? Das gibt's nicht. Ich hatte doch nur ein Bier. Ich glaube, ich bin wirklich verletzt. Ich habe Visionen. Das ist dann wohl Kevin, hm? Die Halluzination kann sprechen. Die Halluzination heißt Robin Brandner. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du verdammt gut aussiehst? Ich bin Kokos Freund. Das wüsste ich aber. Wir haben zu reden. Allein. Das glaube ich nicht. Ich wollte schon schauen kommen, ob du zu weit rausgeschwommen bist. Nein, das nicht, aber ich bin fast in der Badewanne eingeschlafen. Du hast geträumt. Wie kommst du denn darauf? Naja, das warme Schaumbad. Stimmt. Ich habe geträumt, dass mir jemand den Nacken massiert. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich habe echt eben gedacht, du hast Coco angebaggert. Ich? Du hast sie doch nicht alle. Dieser Kevin, der sieht genauso aus wie du. Das ist verrückt, ne? Das war so ein bisschen wie in den Spiegel gucken. Ich bin echt mal gespannt, was an seinem schlechten Ruf dran ist. Wenn du mich fragst, das ist ein ganz mieses Frettchen. Das sieht man doch gleich. Ach ja. Ja, der hat so was Verschlagenes um die Augen. Aha, was Verschlagenes. Hey, das war nicht so gemeint, ja? Wie dann? Warum musste der ausgerechnet jetzt hier auftauchen? Coco und ich, wir haben uns gerade so gut verstanden. Warum regst du dich eigentlich so auf? Die beiden sind doch gar nicht mehr zusammen. Ja, das sieht er aber anscheinend ganz anders. Der Typ ist immer noch scharf auf Coco. Ich sag's dir, der bedeutet Ärger. Das sah eher so aus, als würde der selbst Ärger kriegen. Zumindest ist ein Tritt in die Kronjuwelen alles andere als eine liebevolle Begrüßung, findest du nicht? Oh Mann, Felix. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Coco hat bestimmt die Schnauze voll von diesem Kevin. Hoffentlich. Die Klos sind ja beschissen hier. Aber sonst ist der Laden ganz nett. Wir hatten den eingerichtet. Dieser Typ. Felix hat mir das so ziemlich freie Hand gelassen. Und die Fressalien sind auch von dem. Hm? Das ist ja wirklich süß. Hätte ich mir denken können. Ich kenne deine romantische Ader, Sweetness. Nenn mich nicht Sweetness. Sorry, alte Gewohnheit. Ich habe dich einfach vermisst. Klar. Und deshalb hast du mich auch in Goa sitzen lassen. Ich habe dir doch erklärt. Ich musste untertauchen und ich wollte nicht, dass du auch Ärger mit den Cops bekommst wegen dieser ganzen Drogengeschichte. Wie rücksichtsvoll. Es tut mir leid, okay? Ich glaub dir kein Wort. Gib mir meine Kohle zurück und verpiss dich. Du kriegst dein Geld schon zurück. Aber ich muss erst mal Fuß fassen. Besorg mir doch einen Job hier im Laden. Du hast sie wohl nicht alle. Da
können wir Tag und Nacht zusammen sein. So wie früher. Frag doch diesen Felix mal, ob er vielleicht noch einen Barkeeper... Vergiss es. Ich will dich nicht mehr sehen. Sweetness. Coco. Du willst doch wegen dieser Lappalie nicht alles hinwerfen. Es ist aus. Und wenn du es genau wissen willst, ich bin jetzt mit Felix zusammen. Kannst du mir sagen, wie ich das von hier aus organisieren soll? Verdammt, du arbeitest beim Flughafen in Singapur. Du wirst doch irgendwie einen Piloten auftreiben können, der das Geld mitnimmt. Taxi! Was? Sag mal, wie lange arbeitest du jetzt für Rush? Da müsstest du doch wissen, was mit Leuten passiert, die seinen Anforderungen nicht entsprechen. Der Mann geht über Leichen. Also sieh zu, dass du einen Weg findest, wie du das Geld hierher kriegst. Ansonsten weißt du ja, was dir blüht. Kann ich Sie mitnehmen? Mr. Rush? Was machen Sie denn hier? Mir ist zu Ohren gekommen, dass es Ärger gibt. Nicht der Rede wert. Und dann haben Sie ja sicher eine plausible Erklärung. Ja, ich... Einsteigen. Guten Morgen, mein Schatz. Willst du gar nicht frühstücken? Dankeschön. Nein, ich habe keinen Hunger. Wunschlos glücklich. Und was wollen wir Schönes mit dem Tag anfangen? Musst du gar nicht arbeiten? Ich habe heute Morgen keine Termine. Ich stehe dir also voll und ganz zur Verfügung. Ah, ich habe da schon eine Idee. Ja? Warum sind wir heute Morgen eigentlich aufgestanden? Du meinst... Es war so schön letzte Nacht. Es gab eine kleine Panne. Nichts, was ich nicht im Griff hätte. Die Geldübergabe ist geplatzt, weil eine alte Bekannte von Ihnen plötzlich mit der Polizei aufgekreuzt ist. Das nennen Sie eine kleine Panne? Woher wissen Sie, was passiert ist? In meiner Branche ist es überlebenswichtig, stets gut informiert zu sein. In Ihrer übrigens auch. Es ist ja gut gegangen. Ich habe das Geld. Aber nach dem Eklat können wir das Schwarzgeld unmöglich weiter so ins Land bringen. Ich finde eine Lösung. Das will ich hoffen. Für Sie. Wie gesagt, Mr. Rush, ich arbeite daran. Tanja, Sie sind eine sehr begabte junge Frau. Sie haben mir versichert, dass Sie das Geschäft mit der Lahnstein Holding so problemlos und so selbstständig wie möglich abwickeln werden. Und darauf habe ich mich verlassen. Zu Recht. Ich sehe das anders. Und es verletzt mich, wenn mein Vertrauen so enttäuscht wird. Verstehen Sie? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht eines Tages den alles entscheidenden Fehler machen? Ich würde nie preisgeben, für wen ich arbeite. Soweit würde ich es auch gar nicht erst kommen lassen. Ich kann keine Zeugen brauchen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Selbstverständlich. Ich habe eine Lösung gefunden, wie wir das Geld nach Deutschland schmuggeln können. So, wie denn? Es läuft gerade so eine Art Test. Und wenn alles gut gegangen ist, dann informiere ich Sie. Ich hoffe für Sie, das wird bald sein. Morgen. Morgen. Noch Brötchen? Danke. Ich bin halb verhungert. Schade übrigens, dass du gestern meine Einladung doch nicht mehr angenommen hast. Ging eben nicht. Trotzdem danke. Wieso bist denn du nach Kevins Abgang so schnell in deinem Zimmer verschwunden? Ich hatte keinen Appetit mehr. Wegen Kevin? Was will denn der überhaupt noch hier? Er denkt, dass er sich wieder durchschnorren kann. Das kann er vergessen. Ja, das hast du ihm auch deutlich gezeigt. Stimmt. Du kennst ja meine linke Gerade. Oh ja. Das hat euch echt wie aus dem Gesicht geschnitten. Vielleicht solltest du ein T-Shirt mit Namen drauf tragen, damit nicht noch mal was schief geht. Heißt das, der bleibt noch länger? Das will ich nicht hoffen. Ja, ich schmeiß den einfach raus, wenn er noch mal hier aufkreuzt. Danke, aber das krieg ich schon allein hin. Dann kümmern wir uns nur noch um den Club, wir beide. Ich bin unten. Bis später. Robin?
Meinst du, ich muss mir noch Sorgen machen, weil dieser Kevin noch was von ihr will? Das glaube ich nicht. Aber es scheint sie doch ganz schön mitzunehmen, dass der hier aufgekreuzt ist. Gut, dass ich dich erwische. Beim Frühstück haben wir uns ja verpasst. Ja, ich bin heute Morgen lieber auf den Golfplatz gegangen. Hier ist so viel los, ich komme sonst nie dazu. Ich hoffe, du hast nicht den ganzen Tag Termine. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du dich in einer Stunde mit Takeshi Morales treffen kannst. Was soll ich denn mit dem besprechen? Es geht um den Vertrag für seine neue Kollektion. Es ist alles schon in trockenen Tüchern, aber du kennst ihn ja. Er will immer noch ein bisschen betüdelt werden, bevor er unterschreibt. Entschuldigung, hätten Sie nachher einen Moment Zeit für mich? Kein Problem. Ich muss sowieso los. Also, du kümmerst dich um Morales, ja? Ich sag meiner Sekretärin Bescheid, dass sie ihn zu dir schicken soll. Moment, halt. Was hast du denn überhaupt so Dringendes vor? Ich muss zum Flugplatz. Die neue Lieferung asiatischer antiker Kunst kommt. Und wenn ich nicht persönlich hingehe, dann machen die vom Zoll womöglich die Container auf. Na und? Ja, die Truhen sind klimatisiert. Wenn die geöffnet werden, dann könnte der Inhalt zerstört werden. Verstehe. Ja, und wenn ich mich persönlich für den Inhalt verbürge, dann lassen die vom Zoll die Lieferung immer durch. Ja gut, dann schick den Kerl zu mir. Aber ich sag's dir gleich, wenn er schwierig wird, ich übernehme keine Garantie. Du machst das schon. Danke. Was gibt's denn so Dringendes? Ich habe dich vermisst. Reicht das nicht als Grund? Normalerweise schon, aber ich könnte wetten, dass du noch was anderes auf dem Herzen hast. Ach was, mich verwirrt nur dein männlicher Charme. Und darüber hast du doch glatt dein kleines Geldtransportproblem vergessen. Habe ich recht? Oder brauchst du etwa noch einen Kredit? Also eigentlich wollte ich dich zum Lunch einladen, aber wenn du nur an Geld denken kannst. Tja, es tut mir leid, aber du hast es ja gehört. Carla hat mir noch einen Termin aufs Auge gedrückt. Nicht so schlimm. Ich muss auch noch mal weg. Wenn du zu Hannah willst? Nein, ich wollte zu dir. Ich habe gestern völlig überreagiert und ich muss mich bei dir entschuldigen. Es muss ja wirklich eine große Überraschung für dich gewesen sein, dass ich mit Leonard... Ich dachte einfach immer, du und Florian, ihr seid glücklich miteinander. Das klingt gar nicht wie eine Entschuldigung. Eher als sollte ich mich schon wieder rechtfertigen. So war das nicht gemeint. Das hat dich ja offensichtlich sehr schockiert. Naja, ich gebe zu, so ganz verstehen kann ich dich nicht, aber das liegt vielleicht daran, dass ich selbst gerade erst frisch verheiratet bin. Ich hab's nicht darauf angelegt, Cecile. Es ist einfach passiert. Du musst mir nichts erklären. Ich weiß, Leonard ist dein Stiefsohn und so. Du fühlst dich verantwortlich. Wenn du uns nicht vorgestellt hättest, dann wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen. Aber ich habe ihm nicht das Herz gebrochen, weißt du? Nein, Leonard kann ganz gut selbst auf sich aufpassen. Das glaube ich nämlich auch. Es tut mir wirklich sehr leid. Entschuldigung. Akzeptiert. Immer noch in der Stadt. Geht dich das was an? Coco will dich hier nicht mehr sehen. Warum kapierst du das nicht? Sei dir da mal nicht so sicher, Kleiner. Glaubst du, sie hat nicht gerafft, dass du sie nur verarscht und ausgenutzt hast? Misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen. Das mit Coco und mir ist was ganz Besonderes. Das war vielleicht nur was ganz Besonderes. Wenn du denkst, dass ich sie aufgebe, Basta, irrst du dich gewaltig. Sie will nichts mehr von dir, kapiert? Was denkst du, will sie von dir? Denkst du, sie steht auf Spießer? Hm? Vielleicht findet sie es cool Ja, bestimmt cooler als ein leergeräumtes Konto und deine leeren Versprechungen. Okay. Selbst wenn Coco dreimal sagt, ihr seid jetzt zusammen. Mit so einer Schlaftablette wie dir hält es eh nicht länger als 2 Wochen aus. Einen Moment bitte.
Tag, Herr Wendland. Schön, Sie zu sehen. Gräfin Lahnstein. Kleine Pause? Dann werde ich Sie auch nicht weiter stören. Ich möchte nur schnell meine Lieferung abholen. Ach, sagen Sie, Herr Wendland, Sie wissen nicht zufällig, wer gerade die Abfertigung macht? Ich weiß, die anderen Kollegen sind auch alle sehr kompetent, aber ich muss gestehen, es ist mir am liebsten, wenn Sie da sind. Wirklich? Wir kennen uns ja schon so lange und Sie wissen wirklich am besten Bescheid. Sehen Sie, die Truhen sind sehr empfindlich. Wenn die aus Versehen jemand öffnet, dann... Nicht auszudenken. Am besten, ich komme gleich mit. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, Herr Wendland. Für Sie doch immer Gräfin. Und meinen Kollegen sage ich dann auch noch mal extra, dass sie ihre Sendung nicht prüfen müssen. Hallo, Leonhard. Hallo. Ich wollte... Du zuerst. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ich habe leider keine Zeit. Schade. Aber ich bin sowieso auf dem Weg zu Hannah. Ja, dann. Können wir was bestellen? Ciao. Bis bald. Hallo. Hi. Hat Isabel dir gesagt, dass ich mit ihr geredet habe? Nein. Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Ich hatte kein Recht, mich in eure Angelegenheiten einzumischen. Cecile, bitte. Doch, ich bin verheiratet, glücklich verheiratet und Isabel ja auch. Und deshalb dachte ich, Du musst dich wirklich nicht rechtfertigen. Was zwischen Isabel und mir gewesen ist, habe ich dir erklärt. Und ist ja auch egal. Auf jeden Fall wünsche ich dir, dass du eines Tages deine große Liebe findest. ja, ich muss dann nicht. Krankenbesuch bei Hannah. Ja, ich hol das mal schnell. Ups, Entschuldigung. Kein Problem. Sagen Sie, sind Sie in Eile? Nein, wieso, was gibt es? Als ich vorhin in das Büro Ihres Bruders reingeplatzt bin, da habe ich mitbekommen, dass Sie alte asiatische Kunstgegenstände importieren. Ja, das stimmt. Ich interessiere mich sehr dafür. Ich habe meine ganze Zeit lang in Singapur gelebt. Hier von dort beziehen wir unsere besten Stücke. Tatsächlich. Ach, hier in Europa bekommt man ja auch nur plumpe Kopien. Eben. Und deshalb beziehen wir lieber alles von geprüften Händlern. Meistens aus Singapur. Aber diese Dinge sind doch sehr empfindlich. Ganz genau. Deswegen haben wir auch extra klimatisierte Transportbehälter entwickeln lassen. Ich bin beeindruckt. Ja, wenn Sie sich interessieren, meine Sekretärin schickt Ihnen bestimmt gerne einen Katalog vorbei. Das wäre wunderbar. Danke, ich komme gerne drauf zurück. Wiedersehen. Wiedersehen. Carla? Sag mal, was wollte denn Frau von Anstetten von dir? Ach, sie interessiert sich für Kunst aus Singapur. Okay. Sie hat eure Nacht so überwältigt, dass sie einfach nur Schiss hat, dir ihre Gefühle zu offenbaren. Herzloser Banause, echt. Unachtsame Wutz. Mann, ich will einfach nur nicht, dass du dich da so reinsteigerst und Coco dich irgendwann wieder abschießt. Du kannst sie ja bloß nicht leiden. Hat sie dir überhaupt jemals Hoffnung gemacht? Nein, aber solange Kevin keine Ruhe gibt, hat sie einfach keinen Kopf dafür. Aber Was aber? Aber ihre Behauptung zeigt doch, dass sie Interesse für mich hat. Also, du kannst sagen, was du willst. Die Nacht war nicht bloß ein Ausrutscher. Haust du mir auf, oder was? Ich hatte einfach keinen Bock auf diesen Felix. Deshalb bin ich nicht zurück in die WG gegangen. Ja, besser ist. Jetzt warte mal! Hier, Was soll das denn jetzt? ich will meine Schulden zurückbezahlen. 50 €, du glaubst, damit ist es getan? Weißt du eigentlich, wie viel du mir schuldest? Das ist doch bloß eine Anzahlung. Mehr konnte ich auf die Schnelle nicht auftreiben. Wenn du glaubst, dass du dich so wieder an mich ranmachen kannst, dann... Okay, ich verstehe schon. Du willst nichts mehr von mir. Auch wenn ich dich noch liebe. Pech. Okay, ich weiß, ich hab's versaut. Ich will einfach nur, dass du weißt, wie wichtig du mir noch bist. Wie ich dich gesucht habe. Überall. Zuerst in Berlin und dann hier. Sag's doch jetzt nur so.
Sweetness, ich kann verstehen, dass du mir nicht glaubst. Aber meinst du nicht, dass selbst der alte Kevin eine zweite Chance verdient hat? Hm? Bye, Sweetness. Das Reiten hast du jedenfalls nicht verlernt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es hat richtig Spaß gemacht. Aber ich muss jetzt wirklich los. Ich habe Spätdienst und muss noch duschen. Du hast es aber eilig. Kann es sein, dass eine besonders hübsche Krankenschwester in der Klinik auf dich wartet? Die sind alle sehr nett. Was heißt denn hier nett, nett, nett? Das habe ich nicht gefragt. Du lässt nicht locker, was? Nein. Ich muss dich enttäuschen. Von meiner Seite steht keine Verlobung ins Haus. Also falls doch, warne mich bitte rechtzeitig vor. Carlas Blitzentscheidung ist ja wohl ziemlich überraschend gewesen. Hm? Wie gesagt, von meiner Seite gibt's keine Gefahr. Schade, schade, schade. Also vielleicht täusche ich mich ja, aber du guckst in letzter Zeit immer so verträumt. Unsinn. Die Lieferungen treffen pünktlich ein und mein Kontakt in Singapur hat problemlosen Zugang zu den Containern. Na bitte. Ich wusste doch, dass eine kreative junge Frau wie Sie eine Lösung findet, wenn man sie ein bisschen ermuntert. Ich bin die ganze Zeit hochmotiviert gewesen. Das will ich hoffen. Sind Sie auch wirklich ganz sicher, dass der Zoll die Sendungen nie kontrolliert? Ich habe mich selber davon überzeugt. Die Kunstwerke könnten beschädigt werden. Und den Zollbeamten genügt offensichtlich das Wort von Gräfin Lahnstein. Lahnstein? Heißt das, die Lieferungen gehen direkt an die Holding? An das Auktionshaus. Das ist zwar nominell ein Teil der Holding, operiert aber völlig unabhängig. Trotzdem, wenn irgendetwas schief geht, sind die Lahnsteins unmittelbar in den Schmuggel involviert. Das ist doch nicht unser Problem. Aber Ihres, wenn Ansgar von Lahnstein davon Wind bekommt. Wie sollte er? Na gut, das ist Ihre Sache. Viel Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Mr. Rush? Guten Abend. So guter Laune? Und so geht es weiter. Habt ihr auf der Baustelle noch irgendwelche Dämmplatten übrig? Haben Sie denn schon das Geheimfach gefunden? Geheimfach? Diese Stücke, die verfügen fast alle über einen verborgenen Mechanismus. Ja, die Chinesen, die waren schon immer ein listiges Völkchen. Moment!